4 Namen, 4 Frauen. Sie alle waren erfolgreiche Künstlerinnen in den 20er Jahren in Frankfurt und international. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird ihre Karriere beendet. Zurück ins Licht holt sie wieder an die Öffentlichkeit und widmet jeder Einzelnen einen Raum. Rosi Lilienfeld wird 1896 in Frankfurt am Main geboren. 1918 mietet sie sich ein Atelier im Städtischen Kunstinstitut an. Sie studiert bei Ugi Battenberg. Wenn auch ihr Stil sich anfangs dem Postimpressionismus zuwendet, so entwickelt er sich ab der Mitte der 20er Jahre dem Expressionismus zu. Dabei zieht sie ihre Inspirationen aus ihrem direkten Umfeld. Die teils schroffen Kohlezeichnungen dieser visionären Expressionistin geben den Eindruck einer zeitgenössischen Großstadt wieder. Wirft man einen Blick auf die Zeichnungen des industriell geprägten Westhafens sowie des Osthafens, so vermitteln diese dunklen Szenen des nächtlichen Frankfurts eine beunruhigende, gar unheimliche Atmosphäre. Frühe Tuschezeichnungen zeigen albtraumhafte Szenen mit Todesvisionen auf. Ein Blatt ist betitelt Illustration zu einer eigenen Novelle, Das Reich ohne Tag. Die bis heute unbekannte Novelle von Rosi Lilienfeld könnte autobiografisch gelesen werden. Ein Blick in ihre Krankenakten zeigt, dass Rosi Lilienfeld in einem Zeitraum von 15 Jahren immer mal wieder in psychiatrischer Behandlung war. Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass sie nicht in Berlin, Paris oder München studierte, sondern Frankfurt zu ihrem Wirkungsraum wählte. Ende der 20er Jahre widmet sich Rosi Lilienfeld vermehrt der Illustration von zeitgenössischen und historischen literarischen Quellen zu. Dabei wendet sie einen reduziert expressiven Stil an. Die Illustrationen sind als Bildgeschichte konzipiert und sehr nah an den Episoden der Vorlage orientiert. So setzt die Künstlerin die absurd-fantastische Geschichte Edgar Allan Poes, Der verlorene Atem, in einer ironischen Weise um. Neben zeitgenössischer Literatur illustrierte Lilienfeld auch die Legenden aus der chassidischen Erzähltradition Osteuropas, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von zahlreichen Autoren ins Deutsche übertragen wurden. Martin Bubers Übertragung der Legende des Baal Shem Tov, der sagenhaften Gründungsfigur des Chassidismus, hat Lilienfeld in eigenen Worten und Bildern in ihrer Veröffentlichung von 1935 bearbeitet. Der Hexendoktor aus der Westukraine gilt als Heiler der Unheilbaren und Erlöser der Hoffnungslosen. Besonders bewegt war Lilienfeld von der Freudenmystik, die in den Geschichten um den Wunderrabbi zum Ausdruck kommt. Geplant waren 3 Bände, für die alle Vorzeichnungen vorlagen. Sie konnte aber nur den ersten veröffentlichen. 1939 musste die Künstlerin flüchten und tauchte in den Niederlanden unter. Von dort wurde sie 1942 deportiert und in Auschwitz ermordet. Zahlreiche Werke Lilienfelds fielen den Kunstraubzügen der Nationalsozialisten zum Opfer. Die Originalzeichnungen zu ihrem Buch, aufgeteilt in 3 Mappen, von denen heute 2 überliefert sind, nahm sie auf die Flucht mit. Zum ersten Mal seit der Vertreibung der Künstlerin werden diese Zeichnungen wieder einer Öffentlichkeit präsentiert.